diesem Video schauen wir, wie eine alte Sony CCD die Nacht zum Tag macht. Heute haben wir die Sony Cybershot DSC V1 im Test. Die V1 stammt aus dem Jahr 2002 und ist, man würde heute sagen, so eine Pro-Zoomer-Kamera. Das bedeutet, die hat sich an ambitionierte Hobbyfotografen gerichtet, aber auch an professionelle Fotografen, weil die Kamera mit unendlich vielen Einstellungs- und Bedienmöglichkeiten um die Ecke kam. Das heißt, wir haben einen manuellen Modus, Zeitautomatik, wir haben eine Blendenautomatik und was diese Kamera ganz besonders macht, sie hat einen Nightshot, also eine echte Infrarotfotografie. Und genau das werden wir uns in dem Video heute mal ganz genau anschauen. Die Kamera stammt aus dem Jahr 2003 und wurde damals mit 760 € ungefähr auf den Markt geworfen. Also auch, man sieht, preislich schon relativ hoch angesetzt. Die Kamera kommt mit einem 5 Megapixel CCD-Sensor und das Seitenverhältnis der Bilder ist 4:3. Die Kamera hat einen 1,5 Zoll großen LCD-Display auf der Rückseite verbaut, zusätzlich aber auch noch einen optischen Sucher. Das heißt, man braucht das Display nicht unbedingt, um die Bilder zu gestalten. Arbeitet im Bereich von 100 bis 800 ISO, hat aber zusätzlich einen Blitz verbaut, plus hat noch einen Blitzschuh, das heißt, man kann auch noch einen externen Blitz auf die Kamera montieren und hat dann im Zweifel noch mehr Licht. Die Kamera hat eine Kleinbild-äquivalente Brennweite von 34 bis 136 mm. Das heißt, wir haben eine ganz klassische Zoom-Optik verbaut. In dem Fall ist es ein bisschen schade, dass der Zoom, während ich filme, also bei Videos, kann ich den nicht einsetzen. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, ich habe diese Kamerafahrten leider nicht. Zusätzlich kleiner Nachteil ist, dass die Kamera mit den Sony Memory Sticks arbeitet. Die sind ziemlich teuer auf dem Gebrauchtmarkt und von der Fassung auch überschaubar. Also so, ich glaube, meine größte Karte, die ich habe, ist 256 Megabyte. Die gibt es mit Sicherheit auch größer, aber es gibt so einen nicen Workaround. Man kann diese Memory Dual Sticks nehmen, die etwas moderner sind. Die sind auch von Sony. Die gehen bis 32 Gigabyte und die kann man in einen Adapter packen und dann in der Kamera verwenden. Ich habe jetzt eine 4 GB Karte verwendet und das hat mir so Pi mal Daumen 1800 Belichtungen ermöglicht. Was die Kamera aus heutiger Sicht natürlich sehr besonders und sehr interessant macht, ist diese Night Shot, Night Framing Funktion. Und in diesen Funktionen klappt die Kamera den Infrarotfilter vor dem Sensor weg und wir haben eine echte Infrarotfotografie.
Nightshot-Modus gehe, höre ich so richtig, wie dieser Infrarotfilter vor dem Sensor weggeklappt wird. An dieser Stelle einen herzlichen Dank und riesen Respekt an die Protagonisten, die die Kamera in dieses Video und in ihre Welt gelassen haben, denn so bekommen wir im Prinzip zwei Einblicke, die wir sonst nie bekommen. Zum einen ist es die Graffiti-Kultur, zum anderen ist es diese Infrarotfotografie und das sind eigentlich zwei Dinge, die normalerweise im Verborgenen passieren. Und ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch ein kleines bisschen was zurückgeben. Bei diesem Bild sieht man zum Beispiel, dass der Lack, der hier aufgetragen wurde, in dem Infrarotlicht so erscheint, als würde er das komplette Licht durchlassen. Und das ist ganz typisch für verschiedene Farbtöne. Das infrarote Licht, was da drauf trifft, wird von dem Lack ganz anders gebrochen. Fürs menschliche Auge ist das eine zähe Fläche, aber im Infrarotlicht sieht es so aus, als wäre das so eine Art Klarlack. Ich bin jetzt auch kein Techniker oder Physiker, der Infrarotfotografie erklären kann oder sagen kann, warum das dann genauso ist, wie es ist. Aber ich finde es schon spannend, die Welt mit anderen Augen zu sehen und eine andere Perspektive auf die Dinge zu bekommen. Und gerade mit dieser Infrarotfotografie, finde ich, funktioniert das einfach super. Für mich ist die Sony V1 so ein bisschen wie so ein Dinosaurier aus einer vergangenen Zeit. Relativ groß, ziemlich langsam, aber dann doch mit ganz ungewöhnlichen Features wie dieser Infrarotfotografie. Und gerade für solche Zwecke eignet sich das natürlich super, wenn man jetzt richtige Low-Light-Situationen hat, wo normale Fotografie nicht funktionieren würde, wo Blitzfotografie vielleicht nicht anwendbar ist Infrarotfotografie auf jeden Fall eine Möglichkeit, um Dinge sichtbar zu machen, die sonst eigentlich immer im Verborgenen bleiben. Ich muss sagen, diese Infrarotfotografie von der Kamera, von der V1 gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade dieses digitale Rauschen, was da entsteht, ich finde, das stört mich in dieser Infrarotfotografie, in dieser Grünlichkeit dann einfach gar nicht mehr, weil es hat schon wirklich was fast Analoges. Das hat was wie ein grobes Korn in einem Schwarz-Weiß-Film. Also ich begrüße das sogar richtig in diesem Fall.
Das war's mit diesem Video und wir sehen uns dann von der nächsten Version von Ken Kodak Kamera Reviews. Peace.